Hallo, ich bin hier auf einem Skatepark und heute, Leute, zeige ich euch einfach mal den Bunny Hop Bar Spin. Als erstes fangen wir gleich mal damit an, dass ihr euren Sattel wieder eine ganze Handhöhe hier so hoch machen solltet, weil das hilft mir halt auf jeden Fall enorm. Und das zweite, was ihr beachten solltet, man steht ja normalerweise relativ mittig hier mit dem Fuß auf dem Pedal. Und wenn ihr jetzt das so macht, seht ihr, dann stoßt ihr hier mit dem Reifen an eurem Schuh an. Und das ist mir schon ein paar Mal passiert, also passt auf jeden Fall auf. Gewöhnt euch das gleich am Anfang an, dass ihr den Fuß ungefähr so habt, also je nachdem, bei euch ein bisschen unterschiedlich wahrscheinlich. Aber jetzt passt er gerade so vorbei. Also es ist ein bisschen sketchy, aber es funktioniert schon. Das sind so mal die grundlegenden Dinge, die ihr euch hier merken müsst. Also wie ihr euch das Ganze am besten vereinfachen könnt, schaut euch auf jeden Fall mein erstes Tutorial dazu an zum Pull-Up Bar Spin, indem ihr einfach hoch nehmt, mit beiden Händen mal nichts macht, einfach bloß so fallen lasst den Lenker. Das bringt euch schon mal ein bisschen Balance. Dann könnt ihr nämlich den Pull-Up Bar Spin sozusagen üben. Wenn ihr den könnt, dann seid ihr schon mal auf jeden Fall gut mit dabei, weil der hilft auf jeden Fall einiges. Auch einmal so, ohne mit den Händen irgendwas zu machen. Ihr seht, man steigt einfach irgendwie ab. Ihr seht, es passiert eigentlich nicht viel. Ihr landet den halt irgendwie und es passiert eigentlich nichts. Schaut es mal an, Alter. Und das Ganze, dachte ich mir, übertrage ich dann auf den Bunny Hop Bar Spin. Also so habe es mir halt gedacht. Und das Ganze mache ich einfach so. Ich schaue, dass mein Fuß relativ gut passt und springe einfach mal hoch und mache einfach mal die Hände so. Seht ihr? Vielleicht habt ihr das Ganze schon mal auf Insta gesehen. Da gibt es diese Enduro-Fahrer, die nebeneinander fahren. Der eine macht einen Bunny Hop Bar Spin, der andere macht einen Bunny Hop Suicide. Also wirklich nicht bloß so ein bisschen hier so, sondern schon wirklich so weg hier. Vielleicht sieht man das jetzt im Schatten schön. Genau. Und das habe ich mir gedacht, naja, wenn ich einen Suicide mache, dann bin ich ja so relativ aufrecht. Wenn ich den aber jetzt halt mache, bloß so über dem Lenker, dann bin ich so gebeugt, wie wenn ich halt einen Barspin so drehen würde und bin aber dann sozusagen bloß so. Seht ihr das? Also ich gehe nicht weit weg, also ich beuge mich noch über den Vorbau und den Lenker so, weil dann falle ich nicht nach hinten und ich habe die relativ gleiche Position wie beim Barspin später mal, weil da lehne ich mich ja auch nach vorne und mache nicht so Barspin. Alter, das wird das erste Tutorial auf YouTube, wo ich mit einem Schattenbild das verdeutliche, Alter. Also sozusagen das gleiche wie hier, halt bloß im Bunny Hop. Seht ihr? Und das müsst ihr halt einfach ein paar Mal üben, dass ihr halt das Ganze schon mal ein bisschen im Gleichgewicht hinkriegt. Weil wie ihr jetzt den Bunny Hop Bar Spin lernt, ist eigentlich der einzige Trick nur noch. Ihr springt also hoch und macht einfach nur so und schaut einfach mal, wie dreht er sich. Also, weil wenn ihr nämlich so macht, wie es ich am Anfang dachte, am höchsten Punkt werfen und führen dabei, dann führe ich, lande so und verstauche mir hier das ganze Handgelenk und was weiß ich, das tut richtig weh. Also macht am besten so und lasst einfach mal irgendwie so machen. Und jetzt seht ihr gleich, wenn der Reifen so landet und jetzt ein bisschen nach vorne gerollt wird, dann hätte der sich gerade gezogen und wir hätten ihn eigentlich schon geschafft. Und das war meine Motivation. Das heißt, ich mache den Barspin so rum und wenn ich ihn dann so habe und ein bisschen nach vorne roll, dann zieht er sich selber wieder gerade. Beziehungsweise wenn es hier ein bisschen schräg runtergehen würde, so wie auf so einer Bank, dann zieht er sich gerade und ich habe ihn geschafft, obwohl er eigentlich bloß 3/4 drum war. Ihr könnt am besten, wenn ihr so eine flache Bank hier findet, auch einfach herfahren und mal so ein Bunny Hop Bar oder einen Pull-Up Bar to Fakey versuchen, hier wie die Clips da, seht ihr es ja. Um einfach schon mal euch so ein bisschen ranzutasten. Oder auch so eine 90 Bar, indem ihr hier so anfahrt und dann runter macht. Das könnte halt einfach euch ein bisschen Motivation geben, dass ihr ihn schon woanders könnt und nicht bloß hier auf dem geraden Boden. Und ihr seht, ich kann ihn halt auch nicht schön. Aber trotzdem, ich habe ihn gelandet. Und ich kann sagen, ich kann den Bunny Hop Bar Spin, auch wenn er nicht schön ist. Und das motiviert mich halt immer weiterzumachen und irgendwann wird der schon besser. Das Problem, was halt jetzt bei mir dann immer war, das heißt immer am höchsten Punkt soll man werfen. Und ihr kennt das mit Sicherheit, wenn ihr einen Bunny Hop macht, springt ihr ab. Und jetzt, wenn das so alles in einer Ebene ist, dann ist der höchste Punkt. Wenn ihr jetzt aber so am höchsten Punkt werft, da passiert genau sowas. Ihr kommt nicht rum. Also das war bei mir zumindest am Anfang die ganze Zeit das Problem. Und deswegen mache ich ihn jetzt nicht da, wo es am schönsten ist, am höchsten Punkt, sondern davor. Ihr seht das wahrscheinlich auch bei den Clips hier überall, wo ich die gemacht habe, dass ich, wenn ich hochspringe, jetzt das hintere ein bisschen oben ist, jetzt schon werf. Und dann landet er irgendwie so und er zieht sich gerade durch den Schwung und ich lande dann erst danach. Ist zwar nicht schön, aber ich schaffe ihn. Und ich glaube wirklich, wenn ich das so weitermache, dass ich ihn irgendwann immer besser kann. Ich versuche euch das jetzt so zu erklären, weil ich ja noch in dieser Lernphase drin bin. Und wenn ihr das jetzt halt immer von so Profis hört, die das alles eh schon perfekt können, dann ist das halt auch meine Meinung so irgendwie, dass ich da so denke, ja, der kann ihn ja, aber ich weiß ja nicht, wie kann es mich denn abmaulen, wie kann ich denn hinfliegen. Ihr seht jetzt hier die ganzen Clips, wo es mich hergelegt hat. Es passiert eigentlich nicht so viel, auch bei der Bank da drüben.
es ist eigentlich relativ harmlos. Das ist halt der Punkt, den ich euch halt so ein bisschen vermitteln will. Ich will euch die Angst sozusagen nehmen, Leute, weil das kann doch nicht sein, dass so ein Trick, jetzt im Nachhinein ein einfacher Trick eigentlich wieder, dass der so schwer ist für alle. Ich meine, ich weiß, wie es am Anfang war. Ich habe mir auch nicht gekonnt. Vor einem Jahr dachte ich, ich kann nicht mal ein Pull-Up-Bar spinnen. Und jetzt ist das einfach bloß hoch und rum. Und versucht euch das Leben nicht schwer zu machen. Schaut, dass ihr euch selber irgendwie ein bisschen beobachtet, vielleicht mit dem Handy irgendwo filmt und schaut wirklich in Zeitlupe vielleicht, was macht ihr falsch. Also ich habe zum Beispiel wirklich bei den Clips rausgefunden, das wusste ich auch vorher nicht, dass ich den zu früh werf, beziehungsweise einfach einen zu kleinen Bunny-Hop mache. Ein kleiner Fun-Fact nur am Rande, Leute. Ich blende hier mal den Clip vom Lukas Knopf, sein Bunny-Hop-Bar-Tutorial ein. Schaut mal auf seinen Fuß, wie er da einfach abhebt. Ihr seht, man muss nicht mal irgendwie den Sattel klemmen. Ihr könnt es ja machen, wie ihr wollt. Das war Wupitz. MTB-Künste. Wupitz, MTB-Künste. Wupitz, MTB-Wünsche.